Ein Shimano EP8 EMTB mit unter 17 Kilo. Geht nicht? Geht doch. Orbea hat mit dem Rise ein brandneues und sauspannendes EMTB vorgestellt. Wir zeigen es euch jetzt. Orbea Rise betritt eine Kategorie, die bisher nur von Specialized mit ihrem Levo SL oder mit so manchen Fazua Bikes bedient wurde, nämlich die Kategorie der leichten EMTBs. Laut Orbea ist das Rise ein Fahrrad für all die, die vielleicht mit E-Mountainbikes noch nichts am Hut hatten, für die E-Mountainbikes zu schwer waren, für die E-Mountainbikes zu behäbig waren und die vielleicht zu wenig Eigenleistung hineingebracht haben, wenn sie EMTB fahren waren. Das haben sie sehr clever umgesetzt. Wir sprechen hier in der leichtesten Version, der Limited-Version, von einem Gewicht unter 16,5 Kilo und das mit dem Shimano EP8-Motor. Allerdings an der Stelle schon, der EP8-Motor liefert nicht seine vollen 85 Newtonmeter, sondern ist etwas gedrosselt. Das Rad an sich ist als klassisches Trailbike zu sehen. Wir haben 140 mm am Heck, wahlweise 140 oder 150 mm an der Front, 29er natürlich und von der Ausstattung 4 Ausstattungspakete, das Rise M20, Rise M10, das Rise Team und die Top-Version Rise Limited. Das Ganze geht bei 6.000 € los mit dem M20, geht dann hoch bis knapp 10.000 € mit der Limited-Variante. Ich habe es anfangs schon gesagt, Gewicht ist alles und das war die Intention von Orbea, wirklich ein Fahrrad für Mountainbiker zu machen. Und das ist ihnen sehr gut gelungen. Wie haben sie das umgesetzt? Indem sie ganz klar verzichtet haben. Sie haben verzichtet an Leistung, sie haben verzichtet an Batteriekapazität und an Display. Gehen wir auf das Thema Motor ein. Bisher waren die Wild FS Modelle von Orbea ja mit Bosch-Systemen ausgestattet. Die bleiben auch weiterhin bestehen, aber neu jetzt hinzu das Rise mit Shimano EP8. EP8, ja ein Motor mit 2,6 Kilo, der per se schon sehr wenig Gewicht mitbringt. Die 2,6 Kilo wurden auch nicht angetastet, also hardware-seitig ist hier nichts verändert worden. Allerdings wurde softwaremäßig einiges angepasst. Das maximale Drehmoment wurde auf 60 Newtonmeter gedrosselt und die Batterie, die übrigens im Unterrohr verbaut ist, nicht entnehmbar, also nur im Rad geladen werden kann, hat eine Kapazität von 360 Wattstunden. Zusätzlich, das ist sehr clever gelöst, kann man über den Flaschenhalter zum einen natürlich eine Flasche mit auf den Trail nehmen, zum anderen aber auch noch einen Range Extender mitpacken, 250 Wattstunden und kommt so auf knapp über 600 Wattstunden. Ja, Orbea sagt, das System ist gut ohne Range Extender, ist gut für 2000 Höhenmeter. Mit Range Extender sind es dann knapp 4000 Höhenmeter. Verzicht auch am Display. Standardmäßig wird das Orbea Rise ohne Display ausgeliefert. Wir haben nur diese kleine Remote-Schalteinheit. Wer möchte, kann zusätzlich noch das allseits beliebte Shimano-Display dazu ordern oder seine Informationen über die Garmin IQ-Schnittstelle abrufen. Das heißt, wer irgendwie eine Phoenix-Uhr hat, hat gleichzeitig seinen Bordcomputer mit an Bord. Finden wir klasse, ist ein nettes Feature und macht letztendlich dieses Rad zu einem sehr aufgeräumten Rad. Ausstattungsmäßig, ich habe es schon gesagt, ist alles mit dabei, angefangen vom M20, dann mit Performance-Elementen. Das M10 kriegt dann schon die 150 mm Gabel, etwas abfahrtsorientierter. Die Team-Version, wie wir sie hier haben, dann mit Kashima, DPX2-Dämpfer, XTR-Bremsen
und die Limited-Variante dann nochmal gewichtsoptimiert, wo dann die 16,5 Kilo Marke auch unterschritten werden soll. Die Geometrie ist sportlich modern gewählt, so wie ein Trailbike eben sein sollte. Wir haben hier mit 140 mm Federweg einen Lenkwinkel von 66 Grad, mit 150 mm sind es dann 65,5 Grad. Kettenstreben liegen bei 445 mm eher auf der kurzen Seite, wobei sie noch nicht allzu kurz sind, und ein Reach von ungefähr 474 mm in der gezeigten Größe L. Ja, wir hatten die Möglichkeit, das neue Orbea Rise gleich bei uns um die Ecke am Geißkopf ausgiebig testen zu können. Was uns sofort aufgefallen ist, man hebt das Rad aus dem Auto raus und ist sofort erstaunt. Das ist man nicht gewöhnt. Man ist E-Bikes gewöhnt mit 20 bis 25 Kilo. Da merkt man sofort einen deutlichen Unterschied. Wir haben hier dann 3 Unterstützungsmodi. Ich kann das System ausschalten. Ich habe einen Eco-Modus, ich habe einen Trail-Modus und ich habe einen Boost-Modus, wobei der Trail-Modus noch mit 2 Profilen hinterlegt werden kann. Vergleicht man es jetzt mit einem klassischen Bosch oder klassischen Shimano EP8 Mountainbike, fallen natürlich sofort Unterschiede auf, speziell im Uphill. Wir haben hier mit der eigens von Orbea abgestimmten Software nochmals natürlicheres Fahrgefühl, aber was natürlich nicht ganz so kraftvoll an die Sache rangeht. Der Motor ist auch von der Charakteristik sehr stark von der Drehzahl abhängig. Orbea sagt, zwischen 75 und 95 Umdrehungen pro Minute gibt er seine maximale Leistung ab. Das kommt natürlich dem sportlichen Fahrer entgegen. Und die ganze Charakteristik ist tatsächlich sehr, sehr progressiv, sehr natürlich gewählt. Und das merkt man auf den ersten Metern. Man kann sehr gut die Kraft dosieren, auch steile Stücke lassen sich wirklich mit wenig Anstrengung auch erklimmen, wenn man natürlich in der richtigen Unterstützungsstufe ist. Das fühlt sich einfach näher am Mountainbiken an, als es so manche kraftvollen Antriebssysteme sind. Die Geräuschentwicklung des Shimano EP8 ist zum Vorgänger i8000 ja deutlich leiser geworden, aber er ist mitnichten leise bzw. stumm. Er ist schon auch unter Last hörbar. Liegt natürlich daran, dass sich hardwaremäßig am Motor nichts geändert hat. Zur Reichweite, die 2000 Höhenmeter, konnte man in der kurzen Session natürlich nicht überprüfen. Das werden wir hoffentlich irgendwann nachlegen. Aber man muss sagen, wir hatten mit dem Rad sehr viel Spaß. Den Uphill erklimmt man, klar, man muss etwas mehr Eigenleistung einbringen. Aber die großen Stärken kommen natürlich dann im Downhill, beziehungsweise wenn es gerade dahin geht. Das Rad ändert wie kein anderes Rad seine Richtung. Es ist mit 140 mm, klar, ein klassisches Trailbike, aber steckt doch einiges an Reserve in dem Rad drin. Der Hinterbau ist angenehm straff, gibt sehr viel Feedback. Die Teamvariante mit der 36er Grip 2 Kartusche ist natürlich ein Nonplusultra, und so hatten wir im Downhill wirklich sehr viel Spaß. Ja, ganz leise war das Orbea Rise dann aber doch nicht. Speziell im ruppeligen Downhill konnte man dann schon das typische Shimano EP8 Motorklappern feststellen. Auch die Züge haben ein bisschen geklappert, das kann man aber mit Sicherheit beseitigen. Anbremsen kann man jetzt deutlich später als mit einem 25 Kilo EMTB. Richtungswechsel gehen viel flinker von der Hand, hier mal abziehen, da mal springen. Es macht einfach Spaß. Es ist eine neue Art des E-Mountainbikens, die exakt zwischen Mountainbike und dem klassisch bekannten E-Mountainbike liegt, und das macht diese Kategorie so interessant. Wir hatten Spaß. Wir hatten verdammt viel Spaß. Wir glauben felsenfest daran, dass diese Kategorie an Fahrrädern in Zukunft einen Teil von E-Mountainbikes ausmachen kann. Wie seht ihr das? Wäre das ein Rad für euch? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, lasst ein Like da, und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.